Hallo und herzlich willkommen zu Inside Jola. Mein Name ist Dirk Kruczynski und ich bin technischer Verkaufsberater. Heute geht es um eine besondere Version unserer Schwimmelektrode, und zwar die beheizbare Schwimmelektrode. 2 Stück davon werden gerade produziert und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier sind wir in der Fertigung in unserer Elektrowerkstatt und wie man an der recht großen Holzkiste erkennen kann, geht es heute um ein außergewöhnliches Produkt und mein Kollege Herr Anton und unser lieber Herr Matthil sind auch schon zugange. Und vielleicht möchte mir Herr Matthil etwas über das Produkt erzählen. Aber sehr gerne. Ja, hier ist sie nun, die Schwimmelektrode mit elektrischer Beheizung. Ja, warum muss so eine Schwimmelektrode beheizt werden? Eingesetzt wird ja die Schwimmelektrode in Tanklegern, um zu melden, wenn sich auf einer Wasservorlage eine Leckage von Öl, Benzin, Lösemitteln bildet. Ja, und diese Wasservorlage kann natürlich leicht einfrieren. Der erste Kunde, der dieses Problem hatte es im Rhonetal, wo man doch immer denkt, dort wächst leckerer Wein und da ist es immer warm. Aber die kalten Winde von den Alpen herunter haben eben auch dort bewirkt, dass unsere Schwimmelektrode ohne Beheizung eingefroren ist. Das hat die Elektrodenstäbe isoliert, die haben daraufhin einen Fehlalarm gegeben oder besser gesagt, sie haben sich abgemeldet und ab dann ihren Dienst als Sicherheitsmeldeeinrichtung quittiert. Das geht natürlich nicht in einem Tanklager, deshalb hat man uns gerufen, die Problematik geschildert. Wir waren mit mehreren Personen vor Ort, sind nach Hause gefahren, haben überlegt, haben konstruiert und sind mit dem Vorgänger dieses Gerätes dann wieder zum Kunden gefahren. Der Kunde fand es toll, dass wir reagiert haben, hatte noch etwa 30 Verbesserungsvorschläge. Mit denen sind wir dann wieder nach Hause gefahren, haben alle umsetzen können, sind wieder zum Kunde. Kunde war glücklich, wir waren glücklich. Jetzt konnte man sich noch die Absegnung des Prüfinstituts holen. Das haben wir dann bei Inneris gemacht, einem Prüfinstitut, bei dem wir seit den 1970er Jahren Kunde sind und die haben es sehr, sehr schnell durchgezogen. Ja, da sieht man sie jetzt, die Schwimmelektrode mit ihrer elektrischen Beheizung. Bald soll sie ausgeliefert werden. Und möchten Sie nähere Informationen zu diesem doch recht außergewöhnlichen Produkt haben, in dem über 25 Meter Heizleitungen verbaut sind, dann melden Sie sich gerne bei meinen Kollegen oder bei mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Inside Jola immer neu am ersten Montag des Monats. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und egal, ob Sie Planer, Einkäufer oder Fachmann vor Ort sind oder ob du Schüler, Azubi oder Student bist oder einfach nur Interesse an der Technik hast, für Fragen stehen meine Kollegen und ich gerne zur Verfügung. Bis bald!